Hallo und willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Mach es dir bequem. Die nächsten Minuten gehören dir und deinem Deutsch. Heute geht es um die monatliche Gehaltsabrechnung. Dieses Dokument sieht oft kompliziert aus. Es enthält Zahlen, kurze Wörter und viele Abkürzungen. Doch wir lesen nicht alles auf einmal. Wir gehen langsam vor. Wir beginnen oben. Dann schauen wir in die Mitte. Am Ende prüfen wir den Betrag auf dem Bankkonto. Du musst nichts auswendig lernen. Du musst auch nicht jedes Wort sofort verstehen. Höre einfach zu. Ein Satz kommt nach dem anderen. Manchmal hörst du ein neues Wort. Dann folgt ein Beispiel. Später kommt eine kurze Frage. So bleibt das Thema praktisch. In unserer Geschichte begleiten wir Sophie. Sophie arbeitet in einer kleinen Bäckerei. Sie hat gerade ihren ersten vollen Arbeitsmonat beendet. Heute bekommt sie ihren Lohn. Außerdem erhält sie ihre erste Gehaltsabrechnung. Sophie freut sich über das Geld. Gleichzeitig ist sie etwas unsicher. Auf dem Dokument stehen viele Angaben. Einige kennt sie schon. Andere sind neu. Sophie möchte 3 Dinge verstehen. Erstens, was ist Brutto? Zweitens, was ist Netto? Drittens, welche Abzüge stehen auf der Abrechnung? Sie möchte auch wissen, was sie bei einem Fehler tun kann. Wir begleiten Sophie Schritt für Schritt. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Jetzt beginnt die Geschichte. Der erste Lohn, es ist Freitagmorgen. Sophie steht früh auf. Um 6 Uhr beginnt ihre Arbeit in der Bäckerei. Sie bereitet Brötchen vor. Sie räumt Brot in die Regale. Später bedient sie die ersten Kunden. Der Vormittag ist ruhig. In der Pause schaut Sophie auf ihr Handy. Sie öffnet ihre Banking-App. Auf dem Konto sieht sie eine neue Zahlung. Der Arbeitgeber hat den Lohn überwiesen. Sophie lächelt. Sie hat einen ganzen Monat gearbeitet. Jetzt sieht sie das Ergebnis auf ihrem Konto. Doch Sophie bemerkt etwas. Der Betrag ist kleiner als die Zahl in ihrem Arbeitsvertrag. Im Vertrag steht ein höheres Gehalt. Auf dem Konto ist weniger Geld angekommen. Sophie ist zuerst überrascht. Dann erinnert sie sich an 2 Wörter: Brutto und Netto. Im Vertrag steht meistens das Bruttogehalt. Auf dem Konto landet das Nettogehalt. Zwischen Brutto und Netto liegen die Abzüge. Sophie möchte die Zahlen trotzdem prüfen. Am Nachmittag findet sie einen Brief im Briefkasten. Der Brief kommt von ihrem Arbeitgeber. Im Umschlag liegt die Gehaltsabrechnung. Das ist ein Dokument mit vielen Informationen. Dort steht, wie viel Sophie verdient hat. Dort stehen auch Steuern und Versicherungen. Sophie setzt sich an den Küchentisch. Sie legt das Dokument vor sich. Daneben liegen ein Stift und ein kleines Heft. Sie möchte nicht jede Zahl sofort verstehen. Zuerst sucht sie nur den Monat. Oben rechts steht der Abrechnungsmonat. Es ist der richtige Monat. Danach sucht sie ihren Namen. Auch der Name stimmt. Dann prüft sie ihre Adresse. Die Straße und die Hausnummer sind richtig. Dieser Anfang ist einfach. Sophie hat bereits 3 Angaben kontrolliert: Monat, Name und Adresse. Sie macht neben jeder richtigen Angabe einen kleinen Haken. Das gibt ihr Ruhe. Eine Gehaltsabrechnung kann lang aussehen. Doch sie besteht aus vielen kleinen Teilen.
Man muss nicht alles gleichzeitig lesen. Zweite. Was bedeutet Gehaltsabrechnung? Das lange Wort lautet Gehaltsabrechnung. Höre es langsam. Gehaltsabrechnung. Das Wort hat zwei wichtige Teile: Gehalt und Abrechnung. Das Gehalt ist das Geld für die Arbeit. Die Abrechnung zeigt, wie der Betrag berechnet wurde. Sophie sagt leise: Das ist meine Gehaltsabrechnung. Dann liest sie einen zweiten Satz: Ich prüfe heute meine Gehaltsabrechnung. Beide Sätze sind kurz. Sie passen gut zum Alltag. Eine Gehaltsabrechnung kommt oft jeden Monat. Manche Firmen schicken sie als Brief. Andere Firmen stellen sie digital bereit. Dann liegt das Dokument in einem Mitarbeiterportal. Vielleicht kommt auch eine E-Mail. In der E-Mail steht dann nur ein Hinweis. Zum Beispiel: Ihre neue Abrechnung ist verfügbar. Sophie bekommt ihre Abrechnung auf Papier. Sie möchte sie später in einem Ordner aufbewahren. Solche Dokumente können wichtig sein. Man braucht sie manchmal für eine Wohnung. Man braucht sie vielleicht für eine Bank. Auch bei einer Behörde kann sie nötig sein. Darum wirft Sophie das Papier nicht weg. Sie liest es zuerst. Dann legt sie es sicher ab. Sophie kennt nun einen praktischen Satz: Wo finde ich meine Gehaltsabrechnung? Ein zweiter Satz ist: Können Sie mir die Abrechnung noch einmal schicken? Diese Frage ist nützlich, wenn ein Dokument fehlt. Eine weitere Möglichkeit lautet: Ich habe meine Abrechnung noch nicht bekommen. Sophie spricht jeden Satz langsam. Sie macht nach jedem Satz eine kurze Pause. So kann der Klang ankommen. Dritte. Brutto und Netto. Jetzt schaut Sophie auf die wichtigsten Zahlen. Ganz oben steht das Bruttogehalt. Brutto ist der Betrag vor den Abzügen. Das ist noch nicht das Geld auf dem Konto. Unter dem Bruttogehalt stehen mehrere kleinere Beträge. Diese Beträge werden abgezogen. Am Ende bleibt das Nettogehalt. Netto ist das Geld nach den Abzügen. Dieser Betrag wird normalerweise überwiesen. Sophie schreibt 2 Zeilen in ihr Heft. Brutto vor den Abzügen. Netto nach den Abzügen. Dann zeichnet sie einen einfachen Pfeil. Brutto. Dann Abzüge. Dann Netto. Diese Reihenfolge hilft ihr. Sie sagt: Mein Bruttogehalt ist höher. Danach sagt sie: Mein Nettogehalt kommt auf das Konto. Sophie vergleicht die Zahl auf dem Dokument mit der Zahlung in der Banking-App. Die beiden Nettobeträge sind gleich. Das ist ein gutes Zeichen. Es gibt keinen Unterschied. Sophie versteht nun den ersten wichtigen Teil. Doch sie möchte wissen, warum so viel abgezogen wurde. Sie schaut in die Mitte der Abrechnung. Dort stehen mehrere Zeilen. Einige Wörter sind lang. Einige Zeilen enthalten Prozentwerte. Andere Zeilen zeigen nur einen Betrag. Sophie bleibt ruhig. Sie liest zuerst nur die Überschriften: Lohnsteuer, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Diese Wörter sehen schwer aus. Doch jedes Wort gehört zu einem bestimmten Bereich. Sophie muss heute keine komplizierten Regeln lernen. Sie möchte nur erkennen, was auf ihrer Abrechnung steht. 4. Die Lohnsteuer. Das erste Wort ist Lohnsteuer. Lohn bedeutet Geld für die Arbeit. Steuer ist Geld für den Staat. Die Lohnsteuer wird direkt vom Gehalt abgezogen. Sophie sieht auf ihrer Abrechnung eine Zeile mit diesem Wort.
Daneben steht ein Betrag. Sie fragt sich, warum ist die Lohnsteuer bei mir so hoch? Diese Frage kann sie an die Personalabteilung stellen. Sie kann auch sagen, können Sie mir diese Zeile erklären? Sophie kennt ihre Steuerklasse noch nicht sicher. Auf der Abrechnung findet sie die Angabe. Dort steht Steuerklasse 1. Sophie lebt allein. Sie hat keine Kinder. Die Angabe scheint zu ihrer Situation zu passen. Sie notiert trotzdem Steuerklasse prüfen. Am nächsten Arbeitstag möchte sie kurz nachfragen. Nicht jede Person zahlt genau gleich viel Lohnsteuer. Der Betrag kann von verschiedenen Angaben abhängen. Für Sophie ist heute nur wichtig, die Lohnsteuer ist ein Abzug. Sie wird vor der Auszahlung berechnet. Sophie liest die Zeile noch einmal. Dann schaut sie nicht länger darauf. Sie geht zum nächsten Punkt. Das ist eine gute Strategie. Ein schwieriges Wort darf kurz bleiben. Man kann später genauer fragen. 5. Die Krankenversicherung. Die nächste Zeile heißt Krankenversicherung. Das Wort ist lang. Doch Sophie kennt den ersten Teil. Krank. Die Krankenversicherung hilft bei medizinischer Versorgung. Dafür wird ein Beitrag vom Gehalt abgezogen. Sophie sieht den Namen ihrer Krankenkasse auf dem Dokument. Sie prüft ihn. Der Name stimmt. Dann schaut sie auf den Betrag. Sie weiß nicht, ob der Betrag genau richtig ist. Aber sie kann prüfen, ob die Krankenkasse korrekt ist. Das ist bereits hilfreich. Sophie sagt, ich bin bei dieser Krankenkasse versichert. Danach übt sie eine Frage. Ist meine Krankenkasse richtig eingetragen? Eine zweite Frage lautet, warum steht hier dieser Betrag? Diese Sätze sind einfach. Sie funktionieren auch am Telefon. Vielleicht spricht die andere Person zu schnell. Dann kann Sophie sagen, bitte sprechen Sie etwas langsamer. Oder können Sie das noch einmal sagen? Sophie muss das lange Wort nicht oft wiederholen. Einmal im richtigen Zusammenhang reicht meistens. Krankenversicherung gehört zu Gesundheit und Arztbesuchen. So bekommt das Wort ein klares Bild. 6. Weitere Versicherungen unter der Krankenversicherung stehen weitere Beiträge. Die Pflegeversicherung gehört zur Unterstützung bei Pflege. Die Rentenversicherung ist für das Alter wichtig. Die Arbeitslosenversicherung kann bei Arbeitslosigkeit helfen. Sophie liest jedes Wort einzeln. Sie versucht nicht alle Wörter in einem Atemzug zu sagen. Zuerst Pflegeversicherung. Kurze Pause. Dann Rentenversicherung. Noch eine Pause. Danach Arbeitslosenversicherung. Das letzte Wort ist besonders lang. Sophie teilt es in Gedanken. Arbeitslos. Versicherung. So wird der Klang leichter. Sie schreibt keine langen Definitionen. Sie notiert nur kurze Hinweise. Pflegeversicherung, Hilfe bei Pflege. Rentenversicherung, Geld im Alter. Arbeitslosenversicherung, Hilfe ohne Arbeit. Diese Erklärungen sind einfach. Sie reichen für den ersten Überblick. Sophie entdeckt, dass alle Beträge vom Brutto abgezogen werden. Dadurch wird das Netto kleiner. Jetzt versteht sie die Grundidee besser. Sie muss noch nicht wissen, wie jeder Betrag genau berechnet wird. Für den Alltag reicht zunächst die Reihenfolge. Brutto steht am Anfang. Dann kommen Steuern und Versicherungen. Netto steht am Ende. 7. Arbeitsstunden prüfen. Sophie arbeitet nach Stunden.
Darum ist eine weitere Angabe wichtig. Auf der Abrechnung stehen ihre Arbeitsstunden. Im letzten Monat hat sie oft früh begonnen. An 2 Samstagen hat sie ebenfalls gearbeitet. Sophie nimmt ihren Kalender. Dort hat sie ihre Schichten notiert. Sie zählt die Stunden langsam zusammen. Montag bis Freitag. Dann die beiden Samstage. Die Summe ist fast gleich. Doch Sophie findet einen kleinen Unterschied. Auf der Abrechnung fehlen 2 Stunden. Sie prüft noch einmal. Vielleicht hat sie selbst falsch gerechnet. Sie schaut auf ihren Dienstplan. Dann vergleicht sie den Plan mit ihren Notizen. Die 2 Stunden fehlen wirklich. Sophie wird nicht sofort ärgerlich. Ein Fehler kann passieren. Sie markiert die Zeile mit einem gelben Stift. Daneben schreibt sie, 2 Stunden fehlen. Diese Notiz ist klar. Am nächsten Tag kann sie ruhig fragen. Sie braucht keine lange Erklärung. Ein kurzer Satz reicht. Ich glaube, 2 Arbeitsstunden fehlen. Oder können wir meine Stunden zusammen prüfen? Sophie bereitet beide Sätze vor. Sie möchte freundlich bleiben. Gleichzeitig möchte sie ihr Geld bekommen. Das ist kein Widerspruch. Man kann höflich und klar sprechen. Achte. Gespräch mit der Personalabteilung. Am Montag geht Sophie zur Personalabteilung. Dort arbeitet Frau Keller. Sophie klopft an die Tür. Frau Keller sagt, ja bitte. Sophie tritt ein. Sie hält die Abrechnung in der Hand. Sophie sagt, guten Morgen. Haben Sie kurz Zeit? Frau Keller antwortet, ja, natürlich. Worum geht es? Sophie zeigt auf die markierte Zeile. Ich habe meine Arbeitsstunden geprüft. Sie macht eine kleine Pause. Dann sagt sie, ich glaube 2 Stunden fehlen. Frau Keller schaut auf das Dokument. Haben Sie Ihren Dienstplan dabei? Sophie nickt. Ja. Hier ist der Plan. Beide vergleichen die Angaben. Frau Keller sieht den Fehler. Eine Schicht wurde nicht richtig übertragen. Sie sagt, Sie haben recht. 2 Stunden fehlen. Sophie fragt, bekomme ich das Geld noch? Frau Keller antwortet, ja. Wir korrigieren die Abrechnung. Sophie möchte wissen, wann das Geld kommt. Sie fragt, kommt der Betrag noch diesen Monat? Frau Keller erklärt, ja. Sie bekommen eine kleine Nachzahlung. Sophie kennt das Wort Nachzahlung noch nicht. Sie fragt direkt, was bedeutet Nachzahlung? Frau Keller antwortet langsam, Sie bekommen das fehlende Geld später. Jetzt versteht Sophie das Wort. Nachzahlung bedeutet zusätzliches Geld nach einer Korrektur. Sophie wiederholt, das fehlende Geld kommt später. Frau Keller sagt, genau. Das Gespräch dauert nur wenige Minuten. Es ist freundlich und klar. Sophie hat den Fehler gezeigt. Sie hat eine Frage gestellt. Dann hat sie die Antwort mit eigenen Worten wiederholt. So vermeidet sie ein neues Missverständnis. 9. Zuschläge und besondere Arbeitszeiten. In der Bäckerei arbeitet Sophie manchmal sehr früh. Einige Schichten beginnen vor 6 Uhr. Manchmal arbeitet sie auch am Sonntag. Auf der Abrechnung kann dafür ein Zuschlag stehen. Ein Zuschlag ist zusätzliches Geld. Es kommt zum normalen Lohn dazu. Sophie sucht nach dem Wort Zuschlag. Sie findet eine Zeile mit Sonntagszuschlag. Daneben steht ein Betrag. Sophie erinnert sich an ihre Sonntagsschicht. Die Angabe passt.
Eine zweite Zeile heißt Nachtzuschlag. Sophie ist unsicher. Ihre Schicht begann früh. War das schon Nachtarbeit? Sie schreibt eine kurze Frage auf. Für welche Stunden bekomme ich den Nachtzuschlag? Diese Frage stellt sie später Frau Keller. Frau Keller erklärt die Zeiten. Sophie hört zu. Dann sagt sie, der Zuschlag gilt also nur für bestimmte Stunden. Frau Keller bestätigt das. Jetzt ist die Regel für Sophie klarer. Sie notiert keine lange Erklärung. Sie schreibt nur die Uhrzeit auf. Das reicht für die nächste Abrechnung. Im kommenden Monat kann sie die Zeile schneller prüfen. 10. Eine Abkürzung verstehen. Auf der Abrechnung stehen auch Abkürzungen. Eine Abkürzung ist eine kurze Form. Sie spart Platz. Doch sie kann schwer zu verstehen sein. Sophie sieht die Buchstaben SV. Sie weiß nicht, was sie bedeuten. Sie versucht nicht zu raten. Sie fragt Frau Keller, was bedeutet die Abkürzung SEFO? Frau Keller erklärt, das steht hier für Sozialversicherung. Sophie schreibt das Wort daneben. Dann sieht sie eine weitere kurze Form. Sie fragt, und was bedeutet dieser Punkt? Frau Keller erklärt auch diese Angabe. Sophie merkt etwas Wichtiges. Abkürzungen können je nach Dokument anders aussehen. Darum ist Nachfragen sinnvoll. Ein einfacher Satz hilft. Ich verstehe diese Abkürzung nicht. Ein anderer Satz lautet, können Sie das bitte ausschreiben? Ausschreiben bedeutet hier, das ganze Wort nennen. Sophie übt den Satz langsam. Können Sie das bitte ausschreiben? Dieser Satz ist auch bei anderen Formularen nützlich. 11. Das Bankkonto stimmt nicht einige Monate später, bekommt Sophie eine neue Abrechnung. Dieses Mal stimmen die Arbeitsstunden. Auch die Zuschläge sind korrekt. Doch auf dem Konto ist noch kein Geld. Die Abrechnung liegt bereits vor. Die Überweisung fehlt. Sophie wartet einen Tag. Dann prüft sie das Datum. Auf dem Dokument steht der Auszahlungstag. Dieser Tag ist schon vorbei. Sophie kontrolliert ihre Bankverbindung. Die letzten Ziffern der Kontonummer sind auf der Abrechnung zu sehen. Eine Ziffer ist falsch. Sophie hat vor kurzem ein neues Konto angegeben. Vielleicht wurde die Änderung nicht richtig übernommen. Sie ruft die Personalabteilung an. Guten Tag. Mein Gehalt ist noch nicht angekommen. Frau Keller fragt, haben Sie die Kontodaten geprüft? Sophie antwortet, ja. Eine Ziffer scheint falsch zu sein. Frau Keller öffnet die Daten im System. Sie findet tatsächlich die alte Bankverbindung. Sophie sagt, ich habe die neue Kontonummer schon geschickt. Frau Keller bittet sie um die Nachricht. Sophie leitet die E-Mail weiter. Dann wird die Bankverbindung korrigiert. Frau Keller sagt, wir überweisen das Geld noch einmal. Sophie fragt, wann kann ich mit dem Geld rechnen? Die Antwort lautet, wahrscheinlich in 2 Werktagen. Sophie notiert das Datum. Nach 2 Tagen ist das Geld auf dem Konto. Auch diese Situation lässt sich mit kurzen Sätzen lösen. 12. Die Abrechnung digital öffnen später stellt die Firma auf digitale Abrechnungen um. Sophie bekommt keinen Brief mehr. Sie erhält eine E-Mail. Darin steht, ihre Gehaltsabrechnung ist im Portal verfügbar. Sophie öffnet die Internetseite. Sie meldet sich mit ihrem Benutzernamen an. Dann braucht sie ein Passwort. Beim ersten Versuch funktioniert das Passwort nicht. Sophie prüft die Großbuchstaben.
Sie versucht es noch einmal. Jetzt klappt die Anmeldung. Im Portal sieht sie mehrere Dokumente. Sie wählt den richtigen Monat. Dann lädt sie die Abrechnung herunter. Die Datei ist ein PDF. Sophie speichert sie in einem Ordner. Der Ordner heißt Gehaltsabrechnungen. Darin gibt es für jedes Jahr einen eigenen Unterordner. So findet sie die Dokumente später schnell. Manchmal kann Sophie das Portal nicht öffnen. Dann schreibt sie eine kurze Nachricht. Ich kann meine Abrechnung nicht öffnen. Sie ergänzt, können Sie mir bitte helfen? Mehr ist am Anfang nicht nötig. Falls eine Fehlermeldung erscheint, macht Sophie ein Bild vom Bildschirm. Sie schickt das Bild mit. So kann die zuständige Person das Problem leichter erkennen. 13. Ein Monat mit Urlaub. Im Sommer nimmt Sophie eine Woche Urlaub. Auf der nächsten Abrechnung sieht sie das Wort Urlaub. Sie fragt sich, ob ihr Gehalt deshalb niedriger ist. Sophie arbeitet mit einem festen Monatsgehalt. Der bezahlte Urlaub wird normal weitergezahlt. Darum bleibt ihr Grundgehalt gleich. Auf dem Dokument steht die Zahl der Urlaubstage. Sophie prüft diese Zahl. Sie hatte 5 Urlaubstage. Auf der Abrechnung stehen ebenfalls 5 Tage. Alles passt. In einem anderen Betrieb kann die Darstellung anders sein. Darum schaut Sophie immer auf ihre eigene Abrechnung. Sie vergleicht nicht jede Zeile mit der Abrechnung einer Freundin. 2 Personen können unterschiedliche Verträge haben. Sie können andere Stunden arbeiten. Auch Steuerklasse und Zuschläge können verschieden sein. Sophie lernt, Vergleichen ist manchmal hilfreich. Doch die eigene Situation ist wichtiger. 14. Krankheit und Lohn. Im Herbst ist Sophie 3 Tage krank. Sie meldet sich morgens bei der Arbeit. Außerdem schickt sie die nötige Information. Im nächsten Monat prüft sie ihre Abrechnung besonders genau. Sie sucht nach einer Angabe zur Krankheit. Der Lohn ist nicht plötzlich weg. Die Abrechnung zeigt weiterhin ihr Gehalt. Sophie ist erleichtert. Sie sieht aber eine neue Zeile. Die Bedeutung ist ihr nicht klar. Sie fragt, hat diese Zeile mit meiner Krankheit zu tun? Frau Keller antwortet, ja. Das ist nur eine interne Angabe. Sophie fragt weiter, ändert sich dadurch mein Nettogehalt? Frau Keller sagt nein. In diesem Monat nicht. Sophie versteht nun das Wichtigste. Sie muss nicht jede interne Bezeichnung lernen. Entscheidend ist, ob die Zahlung stimmt. Bei Unsicherheit fragt sie ruhig nach. 15. Ein Minijob und ein Hauptjob. Sophies Freund Amir arbeitet in 2 Jobs. Er hat einen Hauptjob. Zusätzlich arbeitet er wenige Stunden in einem Café. Amir zeigt Sophie 2 Abrechnungen. Die Dokumente sehen nicht gleich aus. Auf einer Abrechnung stehen viele Abzüge. Auf der anderen sind weniger Angaben. Amir ist verwirrt. Sophie sagt, wir prüfen zuerst den Namen und den Monat. Dann schauen beide auf Brutto und Netto. Danach prüfen sie die Stunden. Sophie erklärt nicht alle Regeln. Sie kennt nicht jede persönliche Angabe von Amir. Sie sagt ehrlich, bei 2 Jobs kann die Abrechnung anders sein. Amir möchte eine sichere Antwort. Er fragt die Personalabteilung seines Arbeitgebers. Das ist besser als eine Vermutung. Diese Szene zeigt, einfaches Deutsch bedeutet nicht, dass man alles allein lösen muss. Ein guter Satz kann zur richtigen Stelle führen.
16. Praktische Fragen für den Alltag. Jetzt hören wir wichtige Fragen. Jede Frage ist kurz. Nach jeder Frage bleibt eine kleine Pause. Wo steht mein Bruttogehalt? Wo finde ich das Nettogehalt? Welche Abzüge wurden berechnet? Stimmt meine Steuerklasse? Ist meine Krankenkasse richtig eingetragen? Wie viele Arbeitsstunden stehen hier? Fehlt eine Schicht? Für welche Zeit bekomme ich einen Zuschlag? Was bedeutet diese Abkürzung? Wann wird das Geld überwiesen? Warum ist der Betrag anders als im letzten Monat? Bekomme ich eine korrigierte Abrechnung? Wann kommt die Nachzahlung? Können Sie mir die Erklärung schriftlich geben? An wen kann ich mich bei einem Fehler wenden? Diese Fragen gehören zu verschiedenen Situationen. Man muss sie nicht alle gleichzeitig benutzen. Wähle nur die Frage, die gerade passt. Ein kurzer Satz ist oft besser als eine lange Erklärung. 17. Kurze Antworten verstehen. Auch die Antworten können einfach sein. Höre zuerst die Frage. Dann kommt eine mögliche Antwort. Frage: Wo steht das Bruttogehalt? Antwort: Es steht oben auf der Abrechnung. Frage: Wann kommt das Netto auf mein Konto? Antwort: Die Überweisung kommt am Monatsende. Warum fehlen 2 Stunden? Antwort: Eine Schicht wurde noch nicht eingetragen. Frage: Bekomme ich das fehlende Geld? Ja. Sie bekommen eine Nachzahlung. Frage: Was bedeutet diese Abkürzung? Antwort: Ich schreibe Ihnen das ganze Wort auf. Frage: Kann ich eine neue Abrechnung bekommen? Antwort: Ja. Wir schicken Ihnen eine Korrektur. Frage: Ist mein Konto richtig gespeichert? Antwort: Ich prüfe die Bankverbindung. Frage: Wann ist die Korrektur fertig? Antwort: Wahrscheinlich bis Freitag. Bei einem echten Gespräch kann die Antwort länger sein. Dann hört Sophie zuerst auf das wichtigste Wort. Freitag. Nachzahlung. Korrektur. Bankverbindung. Diese Schlüsselwörter helfen ihr. 18. Ein Telefongespräch. Jetzt hören wir ein vollständiges Telefongespräch. Sophie ruft in der Personalabteilung an. Frau Keller meldet sich. Frau Keller, Personalabteilung Keller. Guten Tag. Sophie, guten Tag. Hier ist Sophie Braun. Frau Keller, guten Tag, Frau Braun. Was kann ich für Sie tun? Sophie: Ich habe eine Frage zu meiner Abrechnung. Frau Keller: Um welchen Monat geht es? Sophie: Um den Monat Mai. Frau Keller: Einen Moment bitte. Ich öffne das Dokument. Sophie wartet. Dann sagt Frau Keller: Ja, ich habe die Abrechnung vor mir. Sophie: Auf meiner Abrechnung stehen 148 Stunden. Sie macht eine Pause. In meinem Plan stehen aber 150 Stunden. Frau Keller: Welche Schicht fehlt? Sophie: Die Schicht am Samstag, dem 10. Mai. Frau Keller prüft den Plan. Sie haben recht. Diese 2 Stunden fehlen. Sophie: Wie wird das korrigiert? Frau Keller: Wir erstellen eine neue Abrechnung. Sophie: Bekomme ich auch eine Nachzahlung? Frau Keller: Das Geld wird separat überwiesen. Sophie: Können Sie mir bitte sagen, wann? Frau Keller: Spätestens am Donnerstag. Sophie: Gut. Vielen Dank für die Hilfe. Frau Keller: Gern. Auf Wiederhören. Sophie: Auf Wiederhören. Das Gespräch hat eine klare Reihenfolge. Begrüßung:
Monat nennen. Problem erklären. Antwort prüfen. Termin für die Lösung erfragen. Abschied. 19. Eine kurze E-Mail schreiben. Manchmal möchte Sophie lieber schreiben. Dann hat sie die Informationen später noch einmal vor sich. Ihre E-Mail ist kurz. Sie schreibt: Guten Tag, Frau Keller. Ich habe eine Frage zu meiner Gehaltsabrechnung für Mai. Auf der Abrechnung stehen 148 Arbeitsstunden. Nach meinem Dienstplan habe ich 150 Stunden gearbeitet. Könnten Sie das bitte prüfen? Vielen Dank. Freundliche Grüße, Sophie Braun. Die Nachricht enthält nur wichtige Angaben. Monat. Zahl auf der Abrechnung. Eigene Zahl. Bitte um Prüfung. Sophie schreibt keine lange Geschichte. Sie bleibt freundlich. Wenn sie ein Bild oder Dokument anhängt, kann sie ergänzen: Die Abrechnung finden Sie im Anhang. Oder: Ich habe den Dienstplan angehängt. Vor dem Senden prüft Sophie den Namen. Dann prüft sie den Monat. Danach schaut sie auf den Anhang. Erst dann sendet sie die E-Mail. 20. Häufige kleine Probleme. Nicht jedes Problem ist ein großer Fehler. Manchmal ist nur die Adresse alt. Vielleicht fehlt eine neue Hausnummer. Dann sagt Sophie: Meine Adresse hat sich geändert. Manchmal ist der Name falsch geschrieben. Dann schreibt sie: Bitte korrigieren Sie meinen Nachnamen. Vielleicht fehlt die Abrechnung vollständig. Dann fragt sie: Wann bekomme ich meine Gehaltsabrechnung? Manchmal ist das Dokument doppelt vorhanden. Dann prüft Sophie zuerst den Monat. Vielleicht wurde nur eine korrigierte Version geschickt. Auf einer neuen Abrechnung kann das Wort Korrektur stehen. Sophie vergleicht das Datum. Sie bewahrt nur die richtige Version gut sichtbar auf. Die alte Version legt sie nicht versehentlich zu den aktuellen Unterlagen. Ein anderes Problem ist ein unbekannter Betrag. Sophie fragt nicht nur: Was ist das? Sie zeigt auf die genaue Zeile. Dann lautet die Frage: Was bedeutet dieser Betrag in Zeile 5? So weiß die andere Person sofort, worum es geht. 21. Schritt für Schritt Kontrolle. Sophie entwickelt eine einfache Routine. Jeden Monat prüft sie dieselben Punkte. Zuerst schaut sie auf den Abrechnungsmonat. Danach prüft sie Name und Adresse. Dann sucht sie das Bruttogehalt. Im nächsten Schritt liest sie die Arbeitsstunden. Bei Bedarf vergleicht sie den Dienstplan. Danach schaut sie auf Zuschläge. Anschließend prüft sie die wichtigsten Abzüge. Zum Schluss sucht sie das Nettogehalt. Sie vergleicht es mit dem Konto. Wenn alles stimmt, setzt sie einen Haken. Wenn etwas unklar ist, macht sie ein Fragezeichen. Bei einem Fehler markiert sie die Zeile. Dann schreibt sie einen kurzen Satz dazu. Zum Beispiel: Eine Stunde fehlt. Oder Konto ist falsch. Oder Steuerklasse prüfen. Diese Methode spart Zeit. Sophie muss nicht jeden Monat neu überlegen. Sie folgt immer derselben Reihenfolge. 22. Wortschatz in kleinen Bildern. Jetzt kommen wichtige Wörter noch einmal zurück. Diesmal bekommt jedes Wort ein kleines Bild. Bruttogehalt. Sophie sieht die große Zahl oben auf dem Dokument. Nettogehalt. Sie öffnet ihre Banking-App und sieht die Überweisung. Abzug. Von der großen Zahl geht ein kleiner Betrag weg. Lohnsteuer.
Eine Zeile zeigt Geld für den Staat. Krankenversicherung. Sophie denkt an ihre Krankenkasse und ihre Versichertenkarte. Rentenversicherung. Sie denkt an Geld für das spätere Alter. Arbeitsstunden. Sophie sieht ihren Dienstplan mit vielen kleinen Feldern. Zuschlag. Neben einer Sonntagsschicht steht zusätzliches Geld. Nachzahlung. Ein fehlender Betrag wird später überwiesen. Personalabteilung. Sophie steht vor der Tür von Frau Keller. Abkürzung. Auf dem Papier stehen nur wenige Buchstaben. Fehler. Eine Zahl stimmt nicht mit dem Dienstplan überein. Korrektur. Sophie bekommt eine neue, richtige Abrechnung. Diese Bilder helfen beim Hören. Ein Wort bleibt leichter im Kopf, wenn eine Situation dazu gehört. 23. Richtig oder falsch? Jetzt kommt eine ruhige Übung. Du hörst eine Aussage. Danach kommt die Lösung. Aussage 1. Das Bruttogehalt ist immer der Betrag auf dem Konto. Falsch. Auf dem Konto steht normalerweise das Nettogehalt. Aussage 2. Abzüge können Steuern und Versicherungen sein. Richtig. Aussage 3. Sophie muss jeden unbekannten Begriff selbst erraten. Falsch. Sie darf nachfragen. Aussage 4. Arbeitsstunden kann man mit dem Dienstplan vergleichen. Richtig. Aussage 5. Eine Nachzahlung ist immer eine Strafe. Falsch. In unserer Geschichte ist sie das später gezahlte Geld. Aussage 6. Eine kurze E-Mail kann für eine Prüfung ausreichen. Richtig. Aussage 7. Man sollte eine falsche Bankverbindung ignorieren. Falsch. Die Daten müssen korrigiert werden. Aussage 8. Jede Gehaltsabrechnung sieht genau gleich aus. Falsch. Firmen können unterschiedliche Systeme benutzen. Aussage 9. Ein Zuschlag ist zusätzliches Geld. Richtig. Aussage 10. Sophie bewahrt ihre Abrechnungen geordnet auf. Richtig. 24. Fragen an dich. Jetzt kannst du kurz über deine eigene Situation nachdenken. Du musst nicht laut antworten. Wo bekommst du deine Gehaltsabrechnung? Kommt sie als Brief oder findest du sie online? Kennst du dein Bruttogehalt? Weißt du ungefähr, wie hoch dein Nettogehalt ist? Prüfst du deine Arbeitsstunden? Bekommst du Zuschläge? Gibt es auf deiner Abrechnung viele Abkürzungen? An wen kannst du bei einer Frage schreiben? Kennst du die Personalabteilung? Hast du deine Bankverbindung schon einmal geändert? Bewahrst du alte Abrechnungen auf? Welche Zeile ist für dich am schwersten? Eine kurze eigene Antwort verbindet den Wortschatz mit deinem Alltag. 25. Langsame Sätze zum Mitsprechen. Jetzt kommen Sätze zum Mitsprechen. Sprich nur mit, wenn du möchtest. Ich möchte meine Abrechnung prüfen. Wo steht das Bruttogehalt? Das Nettogehalt ist auf meinem Konto. Ich verstehe diese Zeile noch nicht. Können Sie das bitte langsam erklären? Was bedeutet diese Abkürzung? Ich glaube, 2 Stunden fehlen. Können wir den Dienstplan vergleichen? Ist meine Steuerklasse richtig? Stimmt meine Bankverbindung? Wann wird das Geld überwiesen? Bekomme ich eine korrigierte Abrechnung? Wann kommt die Nachzahlung? Bitte schicken Sie mir die Antwort schriftlich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Diese Sätze sind kurz. Sie geben dir Zeit. Du kannst einen Satz stoppen.
Dann kannst du ihn noch einmal hören. 26. Eine zweite Geschichte. Ein Jahr später arbeitet Sophie noch immer in der Bäckerei. Sie kennt ihre Abrechnung jetzt besser. Am Monatsende öffnet sie das Dokument ohne Angst. Sie weiß, wo die wichtigsten Angaben stehen. Dieses Mal sieht sie ein höheres Bruttogehalt. Sophie erinnert sich an eine Lohnerhöhung. Der neue Betrag ist richtig. Dann prüft sie die Stunden. Auch die Stunden stimmen. Bei den Zuschlägen entdeckt sie 2 Sonntage. Sie hat tatsächlich an 2 Sonntagen gearbeitet. Danach schaut sie auf die Abzüge. Ein Betrag ist etwas anders als im Vormonat. Sophie ist kurz unsicher. Doch sie weiß, dass Beträge nicht immer jeden Monat gleich sein müssen. Sie markiert die Zeile. Dann schreibt sie eine Frage. Am nächsten Tag erhält sie eine einfache Erklärung. Der Unterschied ist korrekt. Sophie setzt einen Haken. Am Ende vergleicht sie das Netto mit ihrem Konto. Alles stimmt. Die Prüfung dauert nur 5 Minuten. Früher brauchte Sophie viel länger. Jetzt kennt sie die Struktur. Sie muss trotzdem nicht jede Regel auswendig können. Sie weiß nur, wo sie schauen muss. Und sie weiß, wie sie nachfragen kann. 27. Zusammenfassung der Handlung. Wir gehen Sophies Weg noch einmal durch. Zuerst bekommt sie ihren Lohn. Dann findet sie die Gehaltsabrechnung. Sie prüft den Monat. Sie kontrolliert ihren Namen und ihre Adresse. Danach sucht sie Brutto und Netto. Sie erkennt die wichtigsten Abzüge. Später vergleicht sie ihre Arbeitsstunden. Dabei entdeckt sie einen Fehler. 2 Stunden fehlen. Sophie spricht mit der Personalabteilung. Der Fehler wird bestätigt. Sie bekommt eine korrigierte Abrechnung. Außerdem erhält sie eine Nachzahlung. In weiteren Monaten prüft sie Zuschläge, Bankverbindung und Urlaubstage. Sie lernt, digitale Dokumente zu speichern. Sie schreibt kurze E-Mails. Sie stellt klare Fragen. Die wichtigste Strategie bleibt einfach. Nicht raten. Prüfen. Nachfragen. Antwort wiederholen. Dokument aufbewahren. Ruhiger Abschluss, langsam kommen wir zum Ende. Du hast eine vollständige Alltagssituation gehört. Das Thema war nicht ganz einfach. Viele Wörter waren lang. Doch die Handlung blieb klar. Sophie hat nicht alles sofort verstanden. Sie hat Schritt für Schritt gelesen. Sie hat wichtige Zahlen verglichen. Bei einem Fehler hat sie freundlich nachgefragt. Vielleicht erinnerst du dich an Brutto. Vielleicht bleibt das Wort Netto. Vielleicht kennst du jetzt den Satz: Können Sie diese Zeile bitte erklären? Auch ein einziger Satz ist ein gutes Ergebnis. Dein Deutsch muss in dieser Situation nicht perfekt sein. Es soll dir helfen. Du darfst langsam sprechen. Du darfst auf eine Zeile zeigen. Du darfst eine Frage aufschreiben. Du darfst um eine schriftliche Antwort bitten. Und du darfst eine Zahl noch einmal prüfen. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Lass die Wörter einen Moment nachklingen. Für heute ist genug. Bis zum nächsten Mal. 28. Der Betrag ist höher als erwartet. In einem Monat ist Sophies Nettogehalt höher als sonst. Sie freut sich zuerst. Dann prüft sie trotzdem die Abrechnung. Ein höherer Betrag kann richtig sein. Vielleicht gab es einen Zuschlag. Vielleicht wurden Überstunden bezahlt. Vielleicht kam eine Nachzahlung dazu.
Sophie sucht nach einer zusätzlichen Zeile. Dort steht Überstunden. Daneben steht eine Zahl. Sie vergleicht die Zahl mit ihren Notizen. Alles passt. Dann sieht sie den Zuschlag für einen Feiertag. Auch dieser Betrag ist korrekt. Sophie versteht nun den höheren Nettobetrag. Sie sagt, jetzt weiß ich, warum das Gehalt höher ist. Diese Prüfung ist wichtig. Nicht nur ein zu kleiner Betrag kann eine Frage auslösen. Auch ein unerwartet hoher Betrag sollte verstanden werden. 29. Eine Rückfrage zum Weihnachtsgeld. Im Dezember steht auf Sophies Abrechnung eine neue Zeile. Dort steht Weihnachtsgeld. Das ist zusätzliches Geld. Nicht jede Person bekommt Weihnachtsgeld. Es hängt vom Vertrag oder vom Betrieb ab. Sophie wusste, dass die Bäckerei eine Sonderzahlung plant. Sie prüft den Betrag. Dann fragt sie, ist das Weihnachtsgeld schon im Brutto enthalten? Frau Keller erklärt, ja. Es steht als eigene Zeile, im Brutto. Sophie schaut noch einmal hin. Jetzt erkennt sie die Struktur. Grundgehalt und Weihnachtsgeld werden zusammengezählt. Danach werden die Abzüge berechnet. Am Ende entsteht das neue Netto. Sophie notiert, Sonderzahlung kann das Brutto erhöhen. Mehr muss sie für diesen Monat nicht wissen. 30. Eine Änderung der Arbeitszeit. Nach einigen Monaten arbeitet Sophie weniger Stunden. Sie beginnt eine Weiterbildung. Darum reduziert sie ihre Arbeitszeit. Der neue Vertrag gilt ab September. Auf der September-Abrechnung erwartet sie ein niedrigeres Bruttogehalt. Sie prüft zuerst den Zeitraum. Die Änderung beginnt am 1. September. Dann schaut sie auf die Stunden. Die neue Zahl stimmt. Auch das Grundgehalt ist angepasst. Sophie vergleicht nicht einfach mit August. Sie berücksichtigt den neuen Vertrag. Das ist wichtig. Ein anderer Betrag ist nicht automatisch ein Fehler. Manchmal hat sich die Arbeitssituation geändert. Sophie legt den neuen Vertrag neben die Abrechnung. So kann sie die Angaben leichter prüfen. 31. Eine Frage zur Probezeit. Ein neuer Kollege heißt Daniel. Daniel ist noch in der Probezeit. Er fragt Sophie, ist die Abrechnung in der Probezeit anders? Sophie antwortet vorsichtig, die Darstellung kann gleich sein. Dann ergänzt sie, wichtig ist dein Vertrag. Daniel schaut in seinen Vertrag. Dort steht sein vereinbartes Gehalt. Er vergleicht es mit dem Bruttogehalt. Die Zahlen passen. Dann prüft er die Arbeitsstunden. Auch sie stimmen. Daniel ist beruhigt. Sophie hat keine komplizierte Rechtsberatung gegeben. Sie hat nur eine einfache Prüfstrategie gezeigt. Vertrag, Abrechnung, Konto. Bei einer besonderen Frage geht Daniel zur Personalabteilung. 32. 10 Mini-Dialoge, Dialog 1. Sophie, meine Abrechnung fehlt. Frau Keller, ich schicke sie Ihnen heute. Dialog 2. Sophie, diese Zahl ist mir nicht klar. Frau Keller, ich erkläre die Berechnung. Dialog 3. Sophie, meine Adresse ist alt. Frau Keller, bitte schicken Sie die neue Adresse. Dialog 4. Sophie, die Stunden stimmen nicht. Frau Keller, zeigen Sie mir bitte den Dienstplan. Dialog 5. Sophie, wann kommt die Nachzahlung? Frau Keller, am kommenden Mittwoch. Dialog 6. Sophie,
Ich kann das Portal nicht öffnen. Frau Keller, ich sende Ihnen ein neues Passwort. Dialog 7. Sophie, was bedeutet diese Abkürzung? Frau Keller, das ist die Sozialversicherung. Dialog 8. Sophie, ist mein Konto richtig gespeichert? Frau Keller, ich lese Ihnen die letzten Ziffern vor. Dialog 9. Sophie, warum ist das Netto niedriger? Frau Keller, diesen Monat gab es weniger Zuschläge. Dialog 10. Sophie, kann ich die Erklärung per E-Mail bekommen? Frau Keller, ja. Ich schreibe Ihnen gleich. 33. Wörter unterscheiden, manche Wörter sehen ähnlich aus. Darum vergleichen wir sie langsam. Lohn und Gehalt. Beide Wörter meinen Geld für Arbeit. Im Alltag hört man beide Begriffe. Brutto und Netto. Brutto ist vor den Abzügen. Netto ist nach den Abzügen. Abzug und Zuschlag. Ein Abzug macht den Betrag kleiner. Ein Zuschlag macht ihn größer. Fehler und Änderung. Ein Fehler ist nicht richtig. Eine Änderung kann geplant und richtig sein. Abrechnung und Überweisung. Die Abrechnung erklärt die Berechnung. Die Überweisung bringt das Geld auf das Konto. Arbeitszeit und Arbeitsstunden. Arbeitszeit kann ein allgemeiner Zeitraum sein. Arbeitsstunden sind die gezählten Stunden. Korrektur und Nachzahlung. Die Korrektur verbessert das Dokument. Die Nachzahlung bringt fehlendes Geld. Diese Paare helfen beim Verstehen. 34. Hörübungen mit Zahlen sind auf einer Gehaltsabrechnung besonders wichtig. Höre langsam. 2.000 Euro brutto. 1.600 Euro netto. 150 Arbeitsstunden. 20 Euro Sonntagszuschlag. 2 fehlende Stunden. Eine Nachzahlung von 30 Euro. 5 Urlaubstage. 3 Krankheitstage. Eine neue Kontonummer. Der Auszahlungstag ist der 30. Sophie wiederholt nicht alle Zahlen gleichzeitig. Sie hört eine Zahl. Dann sucht sie die passende Zeile. Bei einer schwierigen Zahl fragt sie: Können Sie den Betrag bitte wiederholen? Oder meinen Sie 16 oder 60 Euro? Diese Rückfrage verhindert Fehler. 35. Abschlusskontrolle. Bevor Sophie das Dokument ablegt, macht sie eine letzte Kontrolle. Ist der Monat richtig? Ja. Stimmt der Name? Ja. Ist die Adresse aktuell? Ja. Passt das Bruttogehalt zum Vertrag? Ja. Sind die Arbeitsstunden vollständig? Ja. Sind Zuschläge vorhanden? Ja, wenn Sophie besondere Zeiten gearbeitet hat. Sind unbekannte Abkürzungen erklärt? Ja. Stimmt das Nettogehalt mit dem Konto überein? Ja. Gibt es noch eine offene Frage? Nein. Dann speichert Sophie die Datei. Bei einer Papierabrechnung legt sie das Blatt in den Ordner. Die Prüfung ist beendet. Sophie kann den Monat ruhig abschließen. 36. Wichtige Wörter mit einfachen Beispielen. Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist die Firma oder die Person, für die Sophie arbeitet. Auf der Abrechnung steht der Name des Arbeitgebers. Sophie prüft, ob der Name richtig ist. Ein einfacher Satz lautet: Mein Arbeitgeber hat das Gehalt überwiesen. Bei einer Frage kann sie sagen: Ich möchte meinen Arbeitgeber zu dieser Abrechnung fragen.
Arbeitnehmerin Sophie ist Arbeitnehmerin. Sie arbeitet für die Bäckerei und bekommt dafür Geld. Auf manchen Formularen steht Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Sophie sagt, ich bin seit einem Monat Arbeitnehmerin in diesem Betrieb. Das Wort gehört zu ihrer Rolle im Arbeitsverhältnis. Abrechnungsmonat. Der Abrechnungsmonat zeigt, für welchen Monat das Dokument gilt. Sophie schaut immer zuerst auf diese Angabe. Sie sagt, diese Abrechnung ist für den Monat Mai. Wenn der Monat falsch ist, fragt sie, können Sie bitte den Abrechnungsmonat prüfen? Grundgehalt. Das Grundgehalt ist der normale Betrag ohne besondere Zuschläge. Sophie findet es oben im Bereich der Einnahmen. Sie vergleicht das Grundgehalt mit ihrem Vertrag. Ein Satz lautet, mein Grundgehalt ist im Vertrag festgelegt. Überstunden. Überstunden sind zusätzliche Arbeitsstunden. Sophie arbeitet manchmal länger als geplant. Dann können Überstunden auf der Abrechnung stehen. Sie fragt, wie viele Überstunden wurden bezahlt. Danach vergleicht sie die Zahl mit ihren Notizen. Feiertagszuschlag. Ein Feiertagszuschlag ist zusätzliches Geld für Arbeit an einem Feiertag. Sophie arbeitet einmal an Ostern. Auf der nächsten Abrechnung sucht sie diese Zeile. Sie sagt, ich habe an einem Feiertag gearbeitet. Ist der Zuschlag hier enthalten? Auszahlung. Auszahlung bedeutet, dass das Geld gezahlt wird. Auf der Abrechnung steht oft ein Auszahlungsdatum. Sophie prüft dieses Datum. Ein kurzer Satz lautet, die Auszahlung kommt am Monatsende. Überweisung. Eine Überweisung bringt Geld von einem Konto auf ein anderes. Der Arbeitgeber überweist das Nettogehalt. Sophie sieht die Zahlung in ihrer Banking-App. Sie fragt, wann wurde die Überweisung gemacht? Kontodaten. Kontodaten sind Informationen zum Bankkonto. Dazu gehört die Kontonummer. Sophie prüft die letzten Ziffern. Sie sagt, meine Kontodaten haben sich geändert. Personalnummer. Viele Arbeitnehmer haben eine Personalnummer. Sie hilft der Firma, die Person im System zu finden. Sophie sieht die Nummer oben auf der Abrechnung. Bei einem Anruf kann sie sagen, meine Personalnummer lautet Geburtsdatum. Manchmal steht auch das Geburtsdatum in den Personaldaten. Sophie kontrolliert Tag, Monat und Jahr. Wenn etwas falsch ist, sagt sie, mein Geburtsdatum ist nicht richtig eingetragen. Steuerklasse. Die Steuerklasse beeinflusst die Berechnung der Lohnsteuer. Sophie kennt nur ihre eigene Angabe. Sie fragt nicht nach komplizierten Regeln, sondern prüft zuerst, ob die Klasse korrekt eingetragen ist. Kirchensteuer. Auf manchen Abrechnungen steht Kirchensteuer. Nicht jede Person zahlt sie. Sophie sieht diese Zeile nicht auf ihrem Dokument. Wenn sie dort stehen würde und unklar wäre, könnte sie die Personalabteilung fragen. Solidaritätszuschlag. Dieses Wort kann auf einer Abrechnung erscheinen. Es ist lang und wirkt schwer. Sophie muss die genaue Regel nicht selbst erklären. Sie kann sagen, bitte erklären Sie mir diesen Abzug in einfachen Worten. Beitrag. Ein Beitrag ist ein Betrag für eine Versicherung oder ein System. Auf der Abrechnung gibt es mehrere Beiträge. Sophie sagt, dieser Beitrag wird vom Brutto abgezogen. Sozialabgaben. Sozialabgaben sind Beiträge zu verschiedenen Versicherungen. Dazu können Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung gehören. Sophie merkt sich nur, diese Beträge stehen zwischen Brutto und Netto. Verdienst. Verdienst ist ein anderes Wort für das Geld aus der Arbeit.
Sophie sagt, mein Verdienst ist diesen Monat höher. Das kann durch mehr Stunden oder einen Zuschlag passieren. Restbetrag. Der Restbetrag ist das Geld, das nach einer Rechnung übrig bleibt. Bei der Gehaltsabrechnung ist das Netto der wichtige Endbetrag. Sophie sagt, nach den Abzügen bleibt dieser Betrag übrig. Korrekturabrechnung. Eine Korrekturabrechnung ist eine neue Version nach einem Fehler. Sophie bekommt sie nach der fehlenden Samstagsschicht. Sie prüft, ob die 2 Stunden nun enthalten sind. Nachweis. Ein Nachweis zeigt, dass etwas stimmt oder passiert ist. Die Gehaltsabrechnung kann ein Nachweis über das Einkommen sein. Sophie bewahrt sie deshalb sicher auf. Lohnzettel. Im Alltag sagen manche Menschen Lohnzettel. Gemeint ist oft die Gehaltsabrechnung. Sophie hört beide Wörter und versteht den Zusammenhang. Sie selbst verwendet meistens Gehaltsabrechnung. Mitarbeiterportal. Das Mitarbeiterportal ist eine Internetseite für Beschäftigte. Dort kann Sophie ihre digitalen Dokumente öffnen. Sie meldet sich an und wählt den richtigen Monat. Passwort. Für das Portal braucht Sophie ein Passwort. Sie bewahrt es sicher auf. Wenn es nicht funktioniert, fragt sie, können Sie mein Passwort zurücksetzen? Anhang. Ein Anhang ist eine Datei in einer E-Mail. Sophie hängt den Dienstplan oder die Abrechnung an. Vor dem Senden prüft sie, ob die Datei wirklich dabei ist. Frist. Eine Frist ist ein Zeitraum bis zu einem bestimmten Datum. Bei einer Frage kann Sophie nach der Frist fragen. Zum Beispiel, bis wann muss ich die Änderung melden? 37. Weitere Alltagssituationen. Sophie zieht in eine neue Wohnung. Ihre Adresse ändert sich. Sie meldet die neue Adresse frühzeitig. Trotzdem steht auf der nächsten Abrechnung noch die alte Wohnung. Sophie schreibt eine kurze E-Mail. Guten Tag. Auf meiner Abrechnung steht noch meine alte Adresse. Meine neue Adresse habe ich bereits geschickt. Können Sie die Daten bitte ändern? Die Personalabteilung bestätigt die Änderung. Auf der nächsten Abrechnung ist die Adresse korrekt. Sophie heiratet. Ihr Nachname ändert sich. Sie bringt die nötigen Dokumente zur Personalabteilung. Auf der ersten Abrechnung nach der Änderung steht noch der alte Name. Sophie sagt, mein Nachname hat sich geändert. Bitte prüfen Sie die Personaldaten. Die Mitarbeiterin erklärt, dass das System noch nicht aktualisiert war. Eine Woche später bekommt Sophie eine korrigierte Version. Die Bäckerei zahlt einen Bonus. Sophie sieht eine neue Zeile mit dem Wort Bonus. Der Betrag gehört zum Brutto. Dadurch steigen auch einige Abzüge. Sophie wundert sich, warum vom Bonus nicht der ganze Betrag auf dem Konto bleibt. Frau Keller erklärt, der Bonus gehört zum steuerpflichtigen Brutto. Sophie versteht die Grundidee. Zusätzliches Brutto bedeutet nicht automatisch denselben zusätzlichen Nettobetrag. Sophie arbeitet einen Monat lang nur wenige Stunden. Sie war auf einer Weiterbildung. Darum ist ihr Bruttogehalt niedriger. Sie prüft den Vertrag und den Zeitraum. Die Abrechnung ist korrekt. Sophie lernt, dass ein kleinerer Betrag nicht immer ein Fehler ist. Man muss zuerst die Arbeitszeit und besondere Änderungen prüfen. Ein Kollege bekommt seinen Lohn bar. Sophie erhält ihr Geld per Überweisung. Beide haben trotzdem eine Abrechnung. Die Form der Auszahlung kann anders sein. Die wichtigen Angaben bleiben ähnlich. Brutto,
Abzüge und Netto müssen nachvollziehbar sein. Sophie verliert eine alte Abrechnung. Sie braucht sie für eine Wohnungsbewerbung. Darum schreibt sie: Könnten Sie mir bitte eine Kopie der Gehaltsabrechnung für März schicken? Die Personalabteilung sendet ihr eine PDF-Datei. Sophie speichert die Kopie sofort in ihrem Ordner. Auf einer Abrechnung steht ein negativer Betrag. Sophie kennt das Minuszeichen. Sie weiß aber nicht, warum der Betrag negativ ist. Sie zeigt genau auf die Zeile. Warum steht hier ein Minus? Frau Keller erklärt die Korrektur aus dem Formonat. Sophie lässt sich die Berechnung schriftlich geben. Sophie bekommt eine Pfändung nicht selbst, aber sie sieht das Wort in einem allgemeinen Informationsblatt. Sie versteht, dass dies ein besonderes und ernstes Thema ist. Bei solchen Angaben fragt sie nicht nur Freunde. Sie wendet sich direkt an die zuständige Stelle. Für A1, A2 reicht der Satz: Ich brauche Hilfe bei dieser Angabe. Die Firma wechselt das Abrechnungssystem. Das neue Dokument sieht anders aus. Die Reihenfolge der Zeilen hat sich verändert. Sophie sucht zuerst wieder Monat, Brutto und Netto. Danach findet sie die Stunden und Abzüge. Die bekannte Prüfreihenfolge hilft auch bei einem neuen Layout. Sophie bekommt eine Abrechnung auf Deutsch. Ihr Kollege bekommt eine Erklärung in einer zweiten Sprache. Sophie nutzt trotzdem die deutschen Schlüsselwörter. Sie markiert Brutto, Netto und Arbeitsstunden. So verbindet sie die Übersetzung mit dem Originaldokument. 38. Noch mehr Fragen- und Antwortenfrage. Warum ist mein Netto diesen Monat niedriger? Antwort: Vielleicht gab es weniger Stunden oder weniger Zuschläge. Es kann auch eine andere Berechnung geben. Prüfen Sie zuerst die einzelnen Zeilen. Frage: Wo finde ich meine Personalnummer? Antwort: Sie steht oft oben auf der Gehaltsabrechnung. Frage: Kann ich eine alte Abrechnung noch einmal bekommen? Antwort: Ja. Fragen Sie die Personalabteilung nach einer Kopie. Frage: Was mache ich bei einer falschen Adresse? Antwort: Melden Sie die neue Adresse und bitten Sie um eine Korrektur. Frage: Warum steht ein Bonus im Brutto? Antwort: Der Bonus gehört in diesem Beispiel zum gesamten Verdienst vor den Abzügen. Frage: Wie erkenne ich eine korrigierte Abrechnung? Antwort: Oft steht ein neues Datum oder ein Hinweis auf die Korrektur auf dem Dokument. Frage: Was bedeutet Auszahlungstag? Antwort: Das ist der Tag, an dem das Geld gezahlt oder überwiesen werden soll. Frage: Was soll ich bei fehlendem Geld tun? Antwort: Prüfen Sie zuerst Konto, Datum und Abrechnung. Danach fragen Sie beim Arbeitgeber nach. Frage: Muss ich alle Abkürzungen kennen? Antwort: Nein. Sie dürfen unbekannte Angaben erklären lassen. Frage: Warum ändern sich Abzüge? Antwort: Die Höhe kann sich durch Verdienst oder persönliche Angaben ändern. Frage: Was ist eine Sonderzahlung? Antwort: Das ist zusätzliches Geld, zum Beispiel ein Bonus oder Weihnachtsgeld. Frage: Wie frage ich höflich nach einem Fehler? Antwort: Sagen Sie: Ich glaube, hier stimmt eine Angabe nicht. Können Sie das bitte prüfen? Frage: Kann ich die Antwort schriftlich bekommen? Antwort: Ja. Bitten Sie um eine E-Mail oder eine kurze Notiz? Frage: Wie lange soll ich Abrechnungen aufbewahren? Antwort: Für die genaue Dauer fragen Sie eine zuständige Stelle. Wichtig ist, die Dokumente nicht sofort wegzuwerfen. Frage: Was ist der wichtigste erste Schritt?
Antwort: Prüfen Sie Monat, Name und die wichtigsten Beträge. 39. Längere Hörgeschichte ohne schwere Wörter. Am letzten Arbeitstag des Monats räumt Sophie die Bäckerei auf. Sie wischt die Arbeitsfläche. Dann zählt sie die Kasse mit ihrer Kollegin. Kurz vor Feierabend sagt der Chef: Die Abrechnungen sind jetzt im Portal. Sophie bedankt sich. Zu Hause kocht sie zuerst Tee. Sie setzt sich an den Tisch. Dann öffnet sie den Computer. Sie meldet sich im Mitarbeiterportal an. Der richtige Monat steht ganz oben. Sophie lädt das Dokument herunter. Sie öffnet es nicht sofort. Zuerst benennt sie die Datei klar. Gehaltsabrechnung Juni. Dann legt sie die Datei in den richtigen Ordner. Jetzt beginnt die Prüfung. Der Name stimmt. Die Adresse stimmt. Die Personalnummer ist ebenfalls richtig. Sophie sucht das Bruttogehalt. Es ist etwas höher als im Mai. Sie erinnert sich an 2 zusätzliche Sonntagsschichten. Danach findet sie die Zuschläge. Die Zahlen passen zu ihren Notizen. Sophie schaut auf die Arbeitsstunden. Sie zählt nicht jede Schicht neu. Sie vergleicht die Gesamtsumme mit ihrem Kalender. Auch diese Zahl stimmt. Nun liest sie die Abzüge. Sie erkennt Lohnsteuer und die Versicherungen. Eine neue Abkürzung fällt ihr auf. Sophie macht ein Fragezeichen daneben. Sie möchte morgen nachfragen. Zum Schluss sieht sie das Nettogehalt. Sie öffnet die Banking-App. Der Betrag auf dem Konto ist genau gleich. Sophie lächelt. Fast alles ist klar. Nur eine Abkürzung bleibt offen. Sie schreibt eine kurze Nachricht. Guten Tag. Auf meiner Juni-Abrechnung steht eine neue Abkürzung. Können Sie mir bitte sagen, was sie bedeutet? Am nächsten Morgen erhält Sophie eine Antwort. Die Abkürzung gehört zu einem internen Hinweis. Sie verändert das Gehalt nicht. Sophie setzt einen Haken. Dann schließt sie den Vorgang ab. Die ganze Prüfung war ruhig. Sie hat nicht jede Regel gebraucht. Sie hat nur die richtigen Stellen geprüft. 40. Letzte Wiederholungsrunde brutto ist der Betrag vor den Abzügen. Netto ist der Betrag nach den Abzügen. Arbeitsstunden zeigen die geleistete Zeit. Zuschläge erhöhen den Verdienst. Abzüge machen den Auszahlungsbetrag kleiner. Eine Nachzahlung bringt fehlendes Geld später. Eine Korrektur verbessert eine falsche Abrechnung. Die Personalabteilung hilft bei Fragen. Ein Dienstplan kann Arbeitsstunden zeigen. Das Bankkonto zeigt die tatsächliche Überweisung. Eine E-Mail kann ein Problem klar erklären. Ein Anhang kann als Nachweis helfen. Eine kurze Frage ist besser als eine unsichere Vermutung. Eine schriftliche Antwort kann später noch einmal gelesen werden. Eine geordnete Ablage spart Zeit. Sophie prüft regelmäßig. Darum erkennt sie Unterschiede schneller. Sie bleibt ruhig. Sie fragt freundlich. Sie schützt trotzdem ihre eigenen Interessen. Das ist gutes Deutsch für den Alltag. 41. 20 kurze Hörmomente. Am Monatsanfang öffnet Sophie ihren Kalender. Sie sieht ihre geplanten Schichten. Diese Notizen helfen ihr später bei der Kontrolle. Am Monatsende bekommt Sophie eine Nachricht. Die neue Abrechnung ist verfügbar. Sie lädt das Dokument in Ruhe herunter. Sophie liest zuerst nur die Überschrift. Dann sucht sie den Monat. So beginnt sie immer mit einer einfachen Angabe. Auf dem Dokument steht ihr Name.
Sophie prüft die Schreibweise. Ein falscher Buchstabe kann später wichtig sein. Die Adresse ist noch aktuell. Sophie setzt einen kleinen Haken. Dieser Punkt ist erledigt. Nun schaut sie auf das Grundgehalt. Der Betrag stimmt mit dem Vertrag überein. Sophie muss hier nicht weiter fragen. Bei den Arbeitsstunden bleibt sie länger. Sie vergleicht die Summe mit ihrem Dienstplan. Beide Zahlen sind gleich. Ein Sonntagszuschlag steht in einer eigenen Zeile. Sophie erinnert sich an die Schicht. Der Zuschlag ist nachvollziehbar. Die Lohnsteuer sieht hoch aus. Sophie markiert die Zeile, aber sie wird nicht nervös. Sie fragt später nach. Der Name der Krankenkasse stimmt. Das ist für Sophie leicht zu prüfen. Eine lange Abkürzung ist unklar. Sophie fotografiert die Stelle. So kann sie die Frage genau zeigen. Das Nettogehalt steht am Ende. Sophie öffnet die Banking-App. Der Betrag stimmt mit der Überweisung überein. Eine alte Abrechnung hatte einen Fehler. Sophie bewahrt auch die Korrektur auf. Beide Dokumente zeigen, was passiert ist. Bei einer neuen Kontonummer informiert Sophie die Firma früh. Danach prüft sie die nächste Abrechnung besonders genau. Eine Nachzahlung kommt separat. Sophie sieht 2 Überweisungen. Zusammen ergeben sie den richtigen Betrag. Im Dezember kommt Weihnachtsgeld dazu. Das Brutto ist deshalb höher. Sophie findet die Erklärung auf einer eigenen Zeile. Ein Monat ohne Sonntagsschicht hat weniger Zuschläge. Das Netto kann deshalb kleiner sein, obwohl kein Fehler vorliegt. Nach einer Änderung der Arbeitszeit vergleicht Sophie die Abrechnung mit dem neuen Vertrag. Alte Zahlen passen nicht mehr. Bei einer schwierigen Frage bittet Sophie um eine schriftliche Erklärung. So kann sie die Antwort später noch einmal lesen. Am Ende legt Sophie das Dokument in den richtigen Ordner. Die monatliche Prüfung ist abgeschlossen. 42. Kleine Sprechübung mit Varianten. Ich habe eine Frage zu meiner Gehaltsabrechnung. Ich möchte eine Zeile auf der Abrechnung prüfen. Dieser Betrag ist mir noch nicht klar. Ich verstehe die Abkürzung nicht. Bitte erklären Sie mir den Unterschied. Können Sie die Zahl noch einmal nennen? Ich habe meine Stunden verglichen. Nach meinem Plan fehlen 2 Stunden. Der Betrag auf dem Konto ist anders. Meine Bankverbindung wurde geändert. Bitte prüfen Sie meine Kontodaten. Wann wird die Korrektur gemacht? Bekomme ich eine neue Abrechnung? Wird die Nachzahlung separat überwiesen? Kann ich die Antwort per E-Mail bekommen? Welche Unterlagen brauchen Sie von mir? Ich habe den Dienstplan angehängt. Vielen Dank. Jetzt ist es klar. Ich prüfe die neue Abrechnung noch einmal. Danach bewahre ich das Dokument sicher auf. 43. Eine Beratung für einen neuen Kollegen. Ein neuer Kollege heißt Luis. Luis arbeitet erst seit 3 Wochen in der Bäckerei. Er bekommt seine erste Abrechnung. Das Dokument macht ihn nervös. Er fragt Sophie, kannst du mir zeigen, wie du das liest? Sophie setzt sich mit ihm in den Pausenraum. Sie sagt, wir beginnen nicht mit jeder Zeile. Zuerst zeigt sie auf den Monat, dann auf den Namen, danach auf das Bruttogehalt. Luis findet die Zahl schnell. Sophie erklärt, das ist noch nicht der Betrag auf deinem Konto. Dann zeigt sie auf das Nettogehalt. Luis öffnet seine Banking-App. Die Zahl stimmt. Nun vergleicht er seine Arbeitsstunden.
Eine Schicht fehlt. Luis möchte sofort eine lange Nachricht schreiben. Sophie sagt, schreib zuerst nur die wichtigen Angaben. Gemeinsam formulieren sie: Guten Tag. Auf meiner Abrechnung fehlen 6 Arbeitsstunden. Es geht um die Schicht am 18. Juni. Können Sie das bitte prüfen? Luis liest die Nachricht noch einmal. Sie ist kurz und klar. Er sendet sie an die Personalabteilung. Am nächsten Tag kommt eine Antwort. Die Schicht wurde versehentlich nicht übertragen. Luis bekommt eine Korrektur und eine Nachzahlung. Er bedankt sich bei Sophie. Sophie sagt, du hast das Problem selbst gut erklärt. Luis merkt, dass einfache Sprache ausreicht. 44. Hör verstehen, was passiert zuerst. Jetzt hörst du kleine Abläufe. Ablauf 1. Sophie bekommt die Abrechnung. Dann prüft sie den Monat. Danach schaut sie auf Brutto und Netto. Was passiert zuerst? Die Abrechnung kommt zuerst. Ablauf 2. Sophie entdeckt einen Fehler. Dann markiert sie die Zeile. Danach schreibt sie eine E-Mail. Was passiert vor der E-Mail? Sie entdeckt und markiert den Fehler. Ablauf 3. Frau Keller erklärt die Nachzahlung. Sophie wiederholt die Antwort. Dann notiert sie das Datum. Was kommt zuletzt? Das Datum wird notiert. Ablauf 4. Sophie ändert ihre Bankverbindung. Danach prüft die Personalabteilung die Daten. Später kommt die Überweisung. Was passiert in der Mitte? Die Daten werden geprüft. Ablauf 5. Sophie arbeitet am Sonntag. Auf der Abrechnung steht ein Zuschlag. Das Netto ist höher. Warum ist das Netto höher? Ein Zuschlag wurde bezahlt. 45. Abschluss mit den 5 wichtigsten Regeln. Regel 1. Prüfe zuerst einfache Angaben. Monat, Name und Adresse. Regel 2. Unterscheide Brutto und Netto. Brutto steht vor den Abzügen. Netto kommt auf das Konto. Regel 3. Vergleiche Arbeitsstunden und Zuschläge mit deinen Notizen. Regel 4. Rate nicht bei einem unklaren Betrag. Stelle eine kurze Frage. Regel 5. Bewahre die Abrechnung und mögliche Korrekturen geordnet auf. Diese 5 Regeln reichen für einen ruhigen Anfang. Du musst nicht jede Berechnung selbst machen. Du musst nur erkennen, wo etwas nicht passt. Dann kannst du die richtige Person fragen.